Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Macht der Geographie, wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. Von Tim Marshall ist ein faszinierendes Sachbuch, das geopolitische Zusammenhänge und globale Machtspiele anhand geografischer Gegebenheiten auf verständliche Weise beleuchtet. Marshall verbindet komplexe internationale Beziehungen, Konflikte und historische Entwicklungen mit der oft unterschätzten Macht der Geographie. Das Buch nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine Reise zu verschiedenen Regionen der Welt und zeigt, wie Berge, Flüsse, Meere und natürliche Grenzen nicht nur das Leben der Menschen prägen, sondern auch maßgeblich darüber bestimmen, wie Staaten agieren, expandieren oder gegeneinander Krieg führen. Tim Marshall bringt einen journalistischen, aber dennoch analytischen Blick in seine Darstellungen ein und verwendet leicht verständliche Karten, um komplizierte Zusammenhänge zu visualisieren. Das Buch eignet sich sowohl für Laien als auch für Politikwissenschaftler, die geopolitische Dynamiken besser nachvollziehen möchten. Mit anschaulichen Beispielen erklärt Marshall, warum etwa Russland stets nach warmen Seehäfen sucht, warum China unbedingt Kontrolle über das südchinesische Meer erlangen will, oder wie die Anden und die Sahara das soziale und politische Gefüge Südamerikas und Afrikas prägen. Durch seinen anschaulichen erzählerischen Stil bleibt das Thema spannend und hochaktuell, auch für Menschen, die bisher wenig Berührungspunkte mit Politik oder Geographie hatten. Damit ist das Buch nicht nur eine Einführung in klassische Geopolitik, sondern auch ein Denkanstoß dafür, wie die Welt noch heute durch natürliche Gegebenheiten beeinflusst wird. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Geographie als Schicksal. Die Grundlagen der Geopolitik. Tim Marshall zeigt, dass die Topographie der Erde, Berge, Flüsse, Meere und andere geografische Barrieren seit jeher das Schicksal von Nationen bestimmt. Staaten sind gezwungen, sich den natürlichen Gegebenheiten ihres Territoriums anzupassen, was häufig Einfluss auf Grenzen, militärische Strategien und wirtschaftliches Potenzial hat. Die natürlichen Ressourcen, das Klima und die Lage zu Handelswegen und Feinden sind fundamentale Faktoren, die aus einer geografischen Perspektive betrachtet werden müssen. Marshall erläutert, anhand von 10 ausgewählten Karten, welchen Einfluss diese Faktoren auf politische Entwicklung, Expansionsbestrebungen und Sicherheitsbedürfnisse von Staaten haben. Beispielsweise wird erklärt, warum Russland seine Grenzen stets erweitern wollte, wie die USA ihre geopolitische Macht durch Kontrolle der Küstenregionen sichern oder weshalb Indiens geografische Gegebenheiten seine Verteidigungsstrategie prägen. Die Bedeutung der Geographie als unveränderlicher Rahmen zeigt, dass viele internationale Konflikte nicht einfach auf politischer Willkür beruhen, sondern tief im Gelände und der natürlichen Umwelt verwurzelt sind. Zweitens: Die Rolle von natürlichen Grenzen in internationalen Konflikten. Ein zentrales Thema des Buches ist, wie natürliche Grenzen, wie Gebirge, Flüsse und Wüsten, sowohl Schutz als auch Hindernis für Staaten darstellen. Marshall illustriert dies am Beispiel des Himalayas, der eine gewaltige Barriere zwischen Indien und China bildet. Solche geografischen Hindernisse haben dazu geführt, dass viele Staatsgrenzen sich entlang natürlicher Grenzen entwickelt haben. Dennoch sind diese Grenzen nicht immer eine Garantie für Frieden, da Streitigkeiten um Grenzverläufe und der Zugang zu strategisch wichtigen Ressourcen immer wieder Konflikte befeuern. Im Nahen Osten beispielsweise spielen Flüsse wie Euphrat und Tigris eine entscheidende Rolle in der Sicherheits- und Energiepolitik mehrerer Länder. Ebenso ist die Sahara nicht nur eine natürliche Grenze in Afrika, sondern auch eine kulturelle und wirtschaftliche Trennlinie. Marshall betont, dass die Kenntnis der natürlichen Landschaften eines Landes für das Verständnis der internationalen Beziehungen und der Strategien der Akteure unerlässlich ist. Drittens: Geopolitische Herausforderungen der Großmächte. In diesem Thema widmet sich Marshall insbesondere den geopolitischen Interessen und Herausforderungen der führenden Weltmächte. Er schildert, wie die geografische Lage der USA mit ihren 2 Landgrenzen und einer großen Küstenlinie die Entwicklung zur Supermacht förderte.
Russland hingegen ist genötigt, wegen seiner offenen Ebenen und der fehlenden natürlichen Schutzwelle stets nach Pufferzonen wie Osteuropa oder warmen Häfen zu streben. Gleichzeitig thematisiert das Buch Chinas Bedürfnis, seine Grenzen abzusichern und durch den Ausbau der Seidenstraßeninitiative Belt and Road neuen Einfluss auf dem eurasischen Festland und in strategisch wichtigen Häfen zu gewinnen. Geografische Fakten wie die Enge des Persischen Golfs oder die geopolitische Bedeutung der Arktis werden als Schlüsselelemente im internationalen Machtwettbewerb dargestellt. Marshall verdeutlicht, dass Großmächte trotz technologischer Fortschritte immer noch von ihrer geografischen Lage geprägt sind, was sich in militärischen, wirtschaftlichen und außenpolitischen Entscheidungen widerspiegelt. 4. Regionale Brennpunkte. Krisenherde durch Geografie. Marshall identifiziert in seinem Buch mehrere regionale Brennpunkte, deren historische und aktuelle Konflikte deutlich durch geografische Faktoren beeinflusst werden. Dies betrifft etwa den Nahen Osten, wo Wüsten- und Ölressourcen konkurrierende Gruppen und Staaten zu bewaffneten Auseinandersetzungen motivieren. In Südamerika spielen die Anden und der Amazonas-Regenwald eine zentrale Rolle bei der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Sie verhindern Kommunikation und Handel, fördern aber auch regionale Isolation. Die Aufteilung Afrikas, oft ohne Rücksicht auf natürliche und ethnische Gegebenheiten, hat in vielen Regionen die Ursachen für zahlreiche bis heute andauernde Konflikte gelegt. Ebenso werden Konfliktlinien in Südostasien, etwa durch das Südchinesische Meer, als Beispiel für die geografisch begründete Ressourcen- und Machtrivalität zwischen Anrainerstaaten analysiert. Marshall verdeutlicht, wie internationale Politik und sogar Bürgerkriege oft durch Ressourcenknappheit oder Zugang zu Wasserwegen ausgelöst werden. Schließlich die Zukunft der Geopolitik, Geografie und neue Herausforderungen. Das Buch schließt mit einer Analyse darüber ab, wie sich aktuelle und zukünftige Themen wie der Klimawandel, die Urbanisierung und sich verschiebende Handelsrouten auf die geopolitische Landschaft auswirken könnten. Marshall erörtert, wie der steigende Meeresspiegel oder Dürren zu neuen Migrationsbewegungen führen und bestehende Konflikte verschärfen können. Die wachsende Bedeutung von Technologie und Cybersicherheit wird zwar anerkannt, doch hebt Marshall hervor, dass auch im digitalen Zeitalter physische Geografie nicht an Relevanz verliert. Grenzen, Ressourcen und die Kontrolle über kritische Infrastrukturen bleiben weiterhin entscheidend. Neue Brennpunkte wie das Nordpolarmeer könnten im Zuge der Schmelze des Polareises geopolitisch zunehmend interessant werden. Marshall regt dazu an, die unverrückbare Macht der Geografie im Zusammenspiel mit zukünftigen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen weiterhin ernst zu nehmen und bei Analysen internationaler Beziehungen niemals zu unterschätzen. Zusammenfassend: Die Macht der Geografie richtet sich an ein breites Publikum, von Schülern, Studenten und politisch Interessierten bis hin zu Fachleuten aus den Bereichen Politik, Geografie, Geschichte und Journalismus. Besonders geeignet ist das Buch für Leserinnen und Leser, die die Hintergründe aktueller politischer Konflikte verstehen und die Welt nicht nur durch die Linse von Ideologien und kurzfristigen Ereignissen betrachten möchten, sondern auch die grundlegenden, naturgegebenen Faktoren erkennen wollen, die das Weltgeschehen beeinflussen. Der besondere Nutzen des Buches besteht darin, dass es einen Perspektivwechsel anbietet. Es animiert dazu, Geografie nicht als bloße Kulisse, sondern als aktiven und bestimmenden Faktor jeder geopolitischen Entwicklung zu verstehen. Dies kann nicht nur die eigene Medienkompetenz stärken, sondern auch die Fähigkeit, politische Entscheidungen und Ereignisse realistisch einzuordnen. Wer internationale Nachrichten mit dem Wissen um geografische Zusammenhänge liest, erkennt, warum viele Konflikte scheinbar unlösbar erscheinen und weshalb bestimmte Regionen immer wieder in den Mittelpunkt globaler Machtspiele geraten. Im Vergleich zu anderen Werken auf dem Markt überzeugt. Die Macht der Geografie durch seine Klarheit, anschauliche Sprache und die Verwendung von Karten, die auch für Einsteiger verständlich sind. Während viele geopolitische Analysen oft trocken oder zu verkopft sind, macht Tim Marshall das Thema greifbar und unterhaltsam. Das Buch hilft, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen
und ist dadurch eine lohnende Investition für alle, die die Welt von heute und morgen wirklich verstehen möchten. Angesichts globaler Spannungen und wachsender Unsicherheit ist die Fähigkeit, geopolitische Dynamik zu erfassen, ein klarer persönlicher und beruflicher Vorteil. Aus diesen Gründen ist Die Macht der Geographie eine exzellente Wahl und sollte jeder Bibliothek politisch interessierter Leser nicht fehlen. Wenn Sie unterstützen möchten, Tim Marshall, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.